Kola Leute, ich habe nochmal hier ein Video von der Schwabenstein bzw. dem Stuttgarter Messeherbst und habe jetzt vor mir den Tim und der Tim ist von der Lego Connected. Hallo. Der Tim wird uns jetzt einfach mal so ein bisschen hier im Hintergrund zu dem großen Schloss etwas erzählen. Was kannst du uns denn da so Spannendes berichten? Genau, also das Schloss, was wir hier sehen, ist ein Lego-Bau in Anlehnung an das Schloss Neuschwanstein. Ist ein Gemeinschaftsprojekt von uns, der Lego Connected. Wir sind eine offizielle Lego-Fangruppe aus Hannover. Das Besondere an diesem Modell ist, dass das eins unserer Mitglieder anfänglich als Einzelaktion initiiert hat, hat es bei sich zu Hause gebaut und hat dann irgendwann festgestellt, dass das Modell ein bisschen ausgeartet ist. Er hat es aus seinem Wohnzimmer nicht mehr rausbekommen, hat es auch anfänglich nicht modular gebaut, sodass er da vor ein paar Problemen stand. Und dann haben wir es als Gruppe sozusagen übernommen, haben ein Gemeinschaftsprojekt daraus gemacht, haben das Modell umgebaut, reisefähig gemacht. Heißt also, wir haben es in mehrere Teile getrennt, sodass wir es auf Europaletten transportieren können. Und nun sind wir in der Lage, mit dem Modell auf Tour zu gehen. Und jetzt auch hier zu Gast auf der Schwabenstein in Stuttgart. Zum zweiten Mal schon. Wir hatten das Modell letztes Jahr schon einmal mit dabei. Es entwickelt sich, wir arbeiten weiter dran. Im nächsten Schritt werden Zimmer ausgestattet. Wir werden ein paar elektronische Funktionen reinbauen, wie Beleuchtung oder Mechaniken, die Figuren bewegen lassen, sodass das Modell also auch in den nächsten Monaten und Jahren dann auf den Ausstellungen immer wieder interessant ist. Der Erbauer Gustav hat sich dafür entschieden, einen sehr puristischen Baustil zu wählen. Wenn wir uns das Modell anschauen, es sind tatsächlich überwiegend klassische Bricks verwendet. Gar nicht so filigran wie die Kathedrale, die ihr in einem anderen Video auch sehen könnt, gebaut ist, sondern hier tatsächlich sehr, fast simpel in der Bautechnik. Aber das begrüßen die Besucher, die dieses Modell ansehen, sehr. Da man doch davon ausgehen kann, dass man es zu Hause selber schafft. Ne? Also es ist irgendwie greifbar. Ja, die Steine kenne ich, das mache ich einfach mal selbst. Ich fange mal an, so einen Turm zu bauen. Und das macht tatsächlich sehr viel Spaß, hier mit dem Besucher über das Modell zu reden. Alleine finde ich gerade schon klasse, gehe ich jetzt noch mal ganz kurz darauf ein, dass man es jetzt auch direkt sieht. Dieses Filmset, ist das irgendwie an einen bestimmten Film angelehnt oder einfach nur Ritterburg? Es passt, man möchte ein paar neue moderne Figuren halt mit reinbringen oder die normalen Lego-Figuren und sagt dann, da möchte ich dann noch Ritter zu packen. Ja, tatsächlich war das einfach willkürlich. Günther hatte das Modell ohne Figuren gemacht. Es war nicht wirklich lebendig. Es hat ein bisschen was gefehlt, wenn es auf der Ausstellung steht, dass es kleine Geschichten zu entdecken gibt. Wir haben hier vorne einen, der badet im Schlossgraben, der will da den Körper reinmachen. Dann düst hier einer mit dem Go-Kart über die Hängebrücke. Und wir haben uns extra dazu entschieden, jetzt hier keine klassische Ritterszenerie zu machen, weil es eben in Anlehnung an Neuschwanstein ist. Neuschwanstein steht in der Neuzeit, ist besuchbar und darum haben wir hier einen ganz klaren Mix rausgemacht. Hier vorne gibt es noch auch so ein paar kleine, etwas erwachsenere Geschichten. Wir können mal da schauen, was der Koch da so treibt. Hier oben in dem Balkon. Ja, nicht ganz jugendfrei, wir müssen es ausblenden. Und so gibt es hier ein paar Kleinigkeiten zu entdecken. Das ist ja dann schon fast wie im Miniaturwunderland. Fast wie im Miniaturwunderland, ganz genau. Also wirklich ein wunderbares, grandioses Modell. Wo kann man das als nächstes sehen? Als nächstes kann man es sehen auf der Hildesheimer Steinwelten am 14. und 15. März in Hildesheim. Das ist unsere Messe, die wir veranstalten als Lego Connected. Da steht dieses Modell und viele weitere von uns dann auch wieder. Auf jeden Fall bedanke ich mich dann schon mal für das Interview. Sehr gerne, vielen Dank. Ich hoffe, das Interview vom Stuttgarter Messeherbst bzw. der Ausstellung vom Verein Schwabenstein 2x4 auf der dortigen Spielemesse hat euch gefallen. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt mir auf Facebook und Instagram unter Tahispa. Wollt ihr kein weiteres Video von mir mehr verpassen, lasst mir gerne ein Abo da und drückt dann die Glocke, sodass ihr immer benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Bis dahin, euer Tahispa.